Es gibt ein Thema im Deutschen, das fast alle Lernenden frustriert. Egal, ob du auf B2 bist, C1 oder sogar fast C2. Und zwar Verben mit Präpositionen. Ich glaube, jede Person, die Deutsch lernt, hat schon einmal vor einem Satz gesessen und sich gedacht, warum heißt es warten auf das Wochenende, aber sich freuen über die Einladung, aber sich freuen auf die Zukunft? Warum sagt man sich erinnern an etwas, aber sich unterhalten mit jemandem über etwas? Warum ist das so kompliziert? Heute will ich dir erklären, warum Verben mit Präpositionen so schwierig sind, warum du sie trotzdem relativ schnell meistern kannst und wie du das Thema so lernst, dass du es im Alltag sicher verwenden kannst. Ich zeige dir eine Methode, die meinen eigenen Schülern unglaublich geholfen hat. Und wenn das gut klingt, dann abonniere meinen Kanal und aktiviere die Glocke. Dann verpasst du nichts mehr. Viele Lernende versuchen, Verben mit Präpositionen logisch zu lernen. Das funktioniert aber nur teilweise. Der Grund ist, dass diese Verbindungen historisch gewachsen sind und nicht immer eine klare Bedeutung haben. In der Alltagssprache sind sie einfach feste Kombinationen. Das heißt, du kannst sie nicht herleiten. Du musst sie wirklich als Einheit lernen. Also Verb, Präposition und Akkusativ, Dativ oder Genitiv. Und hier passiert der häufigste Fehler. Viele lernen Verblisten auswendig. Also riesige Tabellen, 30 Verben untereinander. Und dann wundern sie sich, wenn sie im Gespräch nichts davon abrufen können. Dein Gehirn arbeitet nicht so. Du erinnerst dich an Sprache über Situationen, Emotionen und Minikontexte, nicht über Tabellen. Du musst die trotzdem lernen. Verben mit Präpositionen sind einer der Hauptgründe für Punktabzüge, wenn es um Grammatik und Wortwahl geht. Wenn du oft falsche Präpositionen verwendest, klingt das sofort nach B1 oder B2, auch wenn du eigentlich viel besser bist. Beim Schreiben, Sprechen, Hörverstehen und sogar beim Lesen. Wenn du sie sicher beherrschst, dann hebt dich das sofort auf ein höheres Level. Wie habe ich sie gelernt? Ich erinnere mich daran, wie ich vor ein paar Jahren war, als ich das Ganze selbst lernen musste. Ich bin lange Listen durchgegangen, habe Karteikarten und Übungen gemacht. Aber erst als ich angefangen habe, diese in ganz konkrete kleine Szenen einzubauen, ist etwas passiert. Plötzlich konnte ich mir die Präpositionen merken. Ich freue mich auf das Wochenende, aber ich ärgere mich über meine Hausaufgaben. Ich warte auf den Bus und denke über meine Präsentation nach. Ich erinnere mich an meine Schulzeit und spreche mit einer Freundin über unsere Lehrer. Das klingt so banal, aber das ist der Schlüssel. Du musst die Verben nicht einzeln lernen, sondern in Minikontexten, in Sätzen, die wirklich vorkommen könnten. Daran erinnerst du dich eher als an eine Liste, wo du einen Eintrag mit dem anderen verwechseln kannst. Kontext, Kontext, Kontext. Stell dir vor, du lernst nicht nur das Verb und die Präposition, sondern du speicherst sie automatisch in einer kleinen Szene. Zum Beispiel, sich bewerben um. Die Szene könnte sein, du sitzt an deinem Laptop, du schreibst eine Bewerbung und sagst, ich bewerbe mich um ein Stipendium.
Du kannst diesen Beispielsatz ändern, je nachdem, was zu deinem Leben passt. Würdest du dich eher um ein Stipendium bewerben oder eine Stelle oder einen Studienplatz? Das sind alle Möglichkeiten und es sollte eben zu dir passen, sodass du den Satz eher erinnern kannst. Dann wiederholst du das. Am besten laut. Und nach 3, 4 Wiederholungen sitzt das. Und du wirst das im Alltag wieder abrufen können. Noch ein Beispiel. Warten auf. Du stehst an einer Bushaltestelle. Es regnet. Du bist genervt. Ich warte auf den Bus. Zack, gespeichert. Verb, Präposition und Akkusativ. Diese 10 sind der Grund, warum Lerner viel einfacher und schneller lernen, wenn die Verben nicht isoliert, sondern in Kontexten vorkommen. Ich habe in den letzten Jahren so vielen Lernenden dabei geholfen, die Präpositionen sicherer zu verwenden. Dabei habe ich gemerkt, dass ich immer wieder die gleichen Beispielsätze verwende. Und so ist mein E-Book entstanden. Verben mit Präposition. Kurz, klar und mit Beispielen, die du wirklich gebrauchen kannst. Das E-Book ist so aufgebaut, wie ich das selbst gerne gehabt hätte, als ich Deutsch gelernt habe. Viele Fragen. Ist das einfach eine Liste? Ja, aber mit Struktur. In dem E-Book findest du pro Verb, das Verb, die Präposition und Akkusativ, Dativ oder Genitiv. Dazu ein Beispielsatz mit Übersetzung. Das heißt, du siehst sofort, wie das Verb in echt klingt. Und du verstehst die Bedeutung ohne lange Nachschlagerei. Keine komplizierten Erklärungen, sondern nur das, was du brauchst. Präposition, Verb, Fall, Satz, Übersetzung. Es ist praktisch, kompakt und absolut prüfungsrelevant. Und das Wichtigste, alles ist so geschrieben, dass es auch nützlich ist, wenn du schon auf einem sehr hohen Niveau bist. Wenn du dich auf die B2, C1 oder C2 Prüfung vorbereitest, ist dieses Thema absolut Pflicht. Wenn du im Alltag natürlicher sprechen möchtest, ist es genauso wichtig. Und wenn du im Studium oder im Job präzise formulieren musst, hilft dir das enorm weiter. Wenn du dir das E-Book kaufen möchtest, findest du es auf meiner Webseite. Du kannst es sofort herunterladen und direkt anfangen. Ich empfehle dir, jeden Tag eine kleine Lerneinheit zu machen. 5 Minuten reichen schon, wenn du meine Beispielsätze vorliest, mehrmals, und dir deine eigenen überlegst. Verben mit Präpositionen sind nervig, aber sie sind lernbar. Sie sind nicht wirklich kompliziert. Sie sind einfach oft schlecht erklärt. Wenn du sie in echten Situationen lernst, bleiben sie automatisch hängen. Und genau dafür habe ich mein E-Book geschrieben. Wenn du sagst, das klingt nach etwas, das dir helfen könnte, dann schau es dir gerne an. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!